Das ist ja so, du kannst ja, wenn du jetzt mit dem Arm oder mit den Fingern gewisse Dinge machst, da kannst du denen das zeigen. Da kannst du denen das immer zeigen. So, dann geht's so und dann geht so Step für Step. Und das geht mit der Stimme halt nicht. Es gab bei uns im Freundeskreis so einen extrem dummen Witz. So einen der flachesten Witze, den es gibt. Wie macht ein Spatz von 30 Kilo? Und alle so, ja, keine Ahnung. Und er, Typ. Anhand dieses Chülps habe ich geübt. Und dadurch habe ich den Zugang dazu gekriegt. Das ist kein Witz. Do you hear me? Oh, through the forest made of concrete. In this interview series, we sit down with metal vocalists to explore their vocal journeys, techniques and stories, so you can learn from their experiences to fuel your own screaming journey. This is Moin, ich bin Stefan. Ich bin der Sänger von den Vertigo aus dem Emsland. Hi. Dann legen wir los. Wie würdest du die Musik von dem Vertigo beschreiben? Ich würde schon sagen, das ist eher Metalcore, mit tiefen Breakdowns, das High Flames hat geschrieben, mit kraftvollen Vocals und kraftvollen Shouts und tatsächlich auch mit Klingengesang. Ja. Dann würden wir gerne so über deine Reise und Entwicklung ein bisschen mehr erfahren. Wie hat deine Reise mit Musik begonnen, mit Gesang begonnen? Und genau, wie lange machst du das Ganze schon? Also angefangen habe ich eigentlich schon in der Schule damals tatsächlich. Also das ist jetzt vielleicht so ein bisschen stereotypisch und so ein bisschen weiß ich auch nicht, lustig, so, weil das so jeder sagt. Aber ich habe tatsächlich immer schon gern gesungen. Ich hatte immer schon gern so einen Hang zur Musik. Habe dann im Musikunterricht halt immer so ein bisschen, ja klar, du wirst dann halt auch ein bisschen befeuert, wenn du das dann halbwegs gut machst und so, und kriegst dann natürlich auch ein bisschen gute Noten und keine Ahnung. Und dann so mit der Pubertät fing das alles so an, so wie das dann halt bei uns damals oder bei mir damals halt so war. Dann fing das an mit Slipknot, Linkin Park, so die ganzen Sachen. Mein erstes Album war Mesmerized von System of a Down. Und dann steigt man natürlich auch so ein bisschen in die extremere Richtung, auch was das Scream angeht. Und am Anfang probiert man immer so ein bisschen rum und macht und tut. Mit etwa 20 Jahren hatte ich dann tatsächlich mal ein Jahr lang Gesangsunterricht, also ganz normalen klassischen Gesangsunterricht, der mir auch ganz, ganz viel geholfen hat, gerade was auch die Atemtechniken und solche Geschichten angeht, mit der Atemstütze und dem ganzen Mist. Und ja, tatsächlich hat das dann nochmal knappe 10 Jahre gedauert, bis ich dann so halbwegs den Zugang wirklich zu den Extreme Vocals, zu den, sage ich jetzt mal, professionelleren Extreme Vocals gekriegt habe, so dass es dann halt auch gut klingt und, also hoffe ich, gut klingt und dass es dann auch gesund ist für die Stimme und dass man sich da nichts kaputt macht. Genau. Was sind so deine größten Struggles gewesen beim Screamen, bei harschen Vocals oder ja, gibt es irgendwas, womit du immer noch struggles, irgendwas, was du immer noch, wo du denkst, so, boah, da würde ich gern besser werden? Also am Anfang war es tatsächlich so, dass also natürlich den Zugang dazu zu finden, erstmal natürlich so ein bisschen so die Grundordnung überhaupt, was muss da überhaupt mitschwingen, damit sich das halbwegs gut anhört und damit sich das gut anfühlt. Heute ist es tatsächlich so, dass ich sagen würde, es ist die, also zumindest bei den Lows, ist es die Länge. Also wie lange kann ich das durchziehen durch die Atemstütze und so und durch den, also wie lange hat man Luftreserven? Und bei den Highs, bei den Screams würde ich wirklich ganz, ganz gern noch mehr Clean-Stimme mit reinbauen können. Ich habe ja jetzt quasi wirklich nur diese Screams und ich würde ganz gern
mehr mit den Extreme Vocals und der Clean-Stimme alternieren können und damit ein bisschen spielen können. Das ist aktuell so mein Struggle. Dann vielleicht als Folgefrage, hast du einen Vocal Coach oder nimmst du Coaching, um das zu erlernen? Oder wie ist dein Vorgang, um dir neue Techniken zu erarbeiten? Also tatsächlich war es bisher immer sehr autodidakt. Also ich habe das alles mir irgendwie selbst beigebracht. Ich habe natürlich hat man ja so im Freundeskreis, man ist ja nicht allein Metalhead quasi. Man hat dann mal so im Freundeskreis so ein paar, die das auch probieren und man tauscht sich so ein bisschen aus. Mal so nebenbei, darf ich dabei jemanden grüßen? Weil wo wir gerade dabei sind, Grüße gehen raus an Timmy und an Baal. Baal Shall Perish, check den mal aus. Und die natürlich dann immer so ein bisschen geholfen haben und so ein bisschen so, tatsächlich ist es halt, gerade was die Stimme angeht, ist es ja so, du kannst ja, wenn du jetzt mit dem Arm oder mit den Fingern gewisse Dinge machst, da kannst du denen das zeigen. Da kannst du denen das immer zeigen. So, dann geht's so und dann geht so Step für Step. Und das geht mit der Stimme halt nicht. Ne? Es gibt auch einige, die machen das halt einfach, ja, und wissen gar nicht, wie die das genau machen und wie die das irgendwie beigebracht gekriegt haben. Und das ist auch immer sehr spannend, aber trotzdem tauscht man sich immer so ein bisschen aus. Ja doch. Ihr habt gerade schon die Bühne abgerockt, eine super geile Performance einfach hingelegt. Und man fragt sich gerade, wie die eigentlich noch anfangen irgendwo. Was sind so die nächsten Schritte für dich? Gibt es noch was du verbessern möchtest, in der Richtung, in die du dich entwickeln möchtest? Oder hast du einen Punkt erreicht, wo du sagst, okay, hier bin ich und da bleibe ich auch? Meinst du jetzt speziell vocal-technisch, oder? Genau. Okay. Also tatsächlich möchte ich jetzt demnächst auch bald mal wieder gucken, ob ich ein Coaching machen kann. Das Problem an der ganzen Sache ist, es gibt tatsächlich relativ wenig da draußen und weil es halt auch einfach Nischenmusik ist, nach wie vor. Also ich mag das nicht. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen altmodisch, keine Ahnung. Ich mag das online nicht. Ich mag das per FaceTime nicht oder Skype, was auch immer. Ich hätte das wirklich ganz gern so von Face to Face quasi. Und da jemanden zu finden, ist wirklich dann, also mit viel Geld und mit viel Aufwand verbunden. Du musst dann teilweise kilometerweit fahren, um da jemanden zu finden, der das dann wirklich professionell macht auch. Ist dann schon, ist schon krass dann. Aber ich würde wirklich gerne vocaltechnisch noch länger durchhalten mit den Screams und ich würde wirklich unfassbar gern, wie gesagt, das Fry-Scream noch ausbauen und lernen. Genau. Also, du hast ja gerade gesagt, du möchtest Fry-Screaming noch lernen. Unsere Screaming-Methode ist ja die gleiche. Wir machen Fourth-Chord-Screams. Kannst du uns mal deine Fourth-Chord-Screams zeigen? Auch so ein bisschen, wie baust du die auf? Also so, wie screamst du? Und Also prinzipiell, ihr werdet mich jetzt vielleicht auslachen, aber ich glaube, ihr wolltet ja auch so ein bisschen wissen, wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Ja. Tatsächlich, ihr habt Timmy gerade schon erwähnt. Es gab bei uns im Freundeskreis so einen extrem dummen Witz, so einen der flachsten Witze, den es gibt. Er hat dann gefragt, er war auch mal Sänger in einer Band und er hat gefragt, in einer Death Metal Band, und er hat gefragt, wie macht ein Spatz von 30 Kilo? Und alle so, ja, keine Ahnung. Und er, sitzt er da, und das ist kein Witz. Es ist kein Witz. Ich habe anhand dieses Chülps geübt. Und dadurch habe ich den Zugang dazu gekriegt. Das ist kein Witz. Das ist wirklich kein Witz. Tatsächlich habe ich daran geübt. Und es ist ja wirklich so, dass man sagt ja immer, man sollte dann irgendwie versuchen, sich nicht zu räuspern, aber so wütend zu sein. So, wenn man genervt nach Hause kommt und keine Ahnung, irgendwie sowas und dann so nein. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, also wenn man dieses Grundgerüst hat,
finde ich, also habe ich festgestellt, ist das Zungenplacement ganz, ganz wichtig, also wo man die Zunge hinpackt und wie weit man das hinten aufmachen kann, also wie weit man das alles aufmachen kann, weil da ist natürlich dann der Resonanzkörper einfach der Mundraum auch und je größer das wird, desto tiefer wird es dann und ja, das ist dann halt so eigentlich auch der ganze Trick an der Sache. Kannst du uns ein paar Beispiele geben von weit offen, geschlossen, was so dein Raster an Screams ist, das du so verwendest? Ja, nee, alles gut. Also der Low ist ja quasi, also je tiefer man möchte, desto weiter muss man das ja aufmachen und solche Geschichten. Das wäre dann so ein also dass man wirklich versucht, also gefühlt, so fühlt es sich für mich an, ne? Dass man den Kehlkopf so weit wie möglich nach unten schiebt, so fühlt sich das für mich an. Und dann geht das halt los mit ein bisschen höher vielleicht so ein so, das wäre so meine Range quasi und dann geht das natürlich dann auch so, ja, geht, also so ist quasi meine Range. Hast du einen Part von einem Song, den du kurz irgendwie, Breakdown-Part, irgendwas, wo du denkst, so, die Stelle mag ich, die ist geil, die du kurz vormachen möchtest? Ui, also... Sie nachmachen danach, mal schauen. Oh, ja, warte mal. Ja, alles gut. Das ist eine Ehre jetzt. Ja. Live-Performance. Oh Gott. Hör auf zu erzählen, ey. Für mich ist das eine Ehre, hier sitzen zu dürfen, also nebenbei. Was könnten wir denn da machen? Do you hear me? Oh, through the forest made of concrete. Das wäre so die erste Stelle aus unserem Song The Wolf Feet, der eventuell auch bald mal rauskommt. Ja, vielleicht ein kleines bisschen. Ja, genau. Und ja, das wäre so die erste Strophe. Also der Anfang der ersten Strophe. Du hast gerade, wie gesagt, eine geile Performance abgeliefert. Dann sitzen wir hier da und fangen eigentlich an zu lernen. Hast du auch für die Leute da draußen, die genau an dem gleichen Punkt sind, anfangen zu lernen, irgendwie 3 Tipps oder auch mit einem Tipp irgendwie, der vielleicht gerade am Anfang echt hilfreich ist zu lernen, wenn man anfängt mit Scream? Das ist tatsächlich eine relativ schwere Frage. Ich weiß, also prinzipiell weiß ich dafür anatomisch halt auch relativ zu wenig. Es kann ja auch sein, dass es halt einfach, es kann auch sein, dass es bei jedem sich anders anfühlt vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Prinzipiell ist bei mir, also ich kann nur von mir erzählen, ich brauchte wie gesagt diesen einen Groschen, der da fällt, um den Zugang dazu zu bekommen. Und alles Weitere war dranbleiben und motiviert dranbleiben und wissen, wofür man das macht. Und ja, drittens, keine Ahnung, ein Feeling entwickeln dafür. Einfach ein Feeling entwickeln, nicht kaputt machen die Stimme, nichts kaputt machen da, das ist ganz, ganz wichtig. Also wenn es weh tut, aufhören. Ja? Also das wäre auf alle Fälle ein Tipp, den man da berücksichtigen sollte. Ja. Was läuft gerade bei euch an? Du hast schon ein bisschen so angeteased, da ist vielleicht gerade was Neues am Kommen. Wo können euch Leute finden und hast du vielleicht noch eine Nachricht nach draußen zu versenden? Also tatsächlich stehen dieses Jahr noch so ein paar Gigs an. Wir sind morgen zum Beispiel sind wir noch auf dem Bruch Open Air in Kettenkamp. Dann sind wir am 29.06. sind wir in Manslagt auf dem Let the Bad Times Roll. Und ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher mit dem Datum. Ich glaube aber, es ist der 12.07. Hau mich nicht, Julia. Es ist der 12.07. Da spielen wir auf dem Rock am Turm in Coesfeld. Tatsächlich mit Rage zusammen. Das wird auch eine ziemlich geile Nummer. Richtig cool. Und ja, dann sind wir auch drauf und dran, neue Songs zu releasen. Wir sind auch auf Spotify. Da kann man schon mal einen Song, den wir heute auch performt haben, den kann man sich da auch mal eben auschecken. Aber prinzipiell, wir sind drauf und dran, neues Material zu liefern, sodass man dann eventuell auch die Chance hat, uns besser kennenzulernen.
Und was ich noch eben loswerden wollte, Leute, unterstützt handgemachte Musik und Leute, die klein sind und anfangen. Wir alle haben mal klein angefangen. Selbst Slipknot, die jetzt auf den größten Bühnen der Welt stehen, selbst die waren mal eine Garagenband. Leute, unterstützt eure Locals. Support your Locals. Geil. Vielen Dank. Es war hat so Spaß gemacht, so cool. Vielen Dank. Gerne. Cool. Vielen Dank für die Möglichkeit. Macht's gut, Leute. Danke dir. Tausend Danke. Das war so cool gewesen.